17. September 2022 war es wieder soweit. Die zweite Trabant-Rallye startete Punkt 10 Uhr auf dem Parkplatz vom Freibad in Stadtroda. Ein historischer Ort für eine Rallye, wie wir später noch erfahren werden. Als einzige Berliner Verkehrspolizistin die Rallye fuhr, polarisierte Monika Petzold sicherlich. Man sagt ihr heute noch schnellste Polizistin Berlins nach. Und Überschriften in der Presse wie Monika besiegte die Männer oder Monika Petzold ausgerechnet bei der Monte machten sie bekannt. Wir wollen heute Spaß haben bei einer Retro-Rallye hier in Stadtroda. Carsten Hunger organisierte zu DDR-Zeiten Rallyes. Damals war es erheblich einfacher. Ich komme aus Zwickau, gebürtiger Chemnitzer oder Karl-Marx-Städter und war zu DDR-Zeiten in der Organisation der Rallye Erzgebirge tätig und unter anderem auch in Wittenberg und anderen Veranstaltungen. Also wie gesagt, ich habe 1983 zu DDR-Zeiten angefangen mit Rallyefahren auf so einem schönen Auto wie dieses, ein Trabant mit 26 PS Serie. Und wir sind damals Pneumant-Rallye gefahren im Paarsteiner Wald. Und das war so für mich das Highlight, ja, bei Nacht und Nebel mit so einem Trabant mit 6-Volt-Anlage durch die Wälder zu heizen. Nach der Wende hatte ich 3 Träume auf dem Zettel als Rallyefahrerin. Das war die Rallye Monte Carlo, Weltmeisterschaftslauf. Bin ich gefahren mit einem Opel Kadett GSI und danach mit einem Renault Clio Williams Gruppe A. Und Abus-Rennen in Berlin war auch so ein Traum von mir. Den bin ich mit dem Ford Cosmos gefahren. Dann habe ich mich auch zwischenzeitlich mal auf ein Allradauto gesetzt, aber das war für mich nicht finanzierbar. Ja, und ich bin alle möglichen Autos nach der Wende noch gefahren. Ja, also von der Organisation her ähnlich wie heute, nur es war halt früher viel einfacher, was die ganze Genehmigungsprozedur betraf. Das heißt, man hatte im Prinzip 2 Ansprechpartner. Das war einmal das Straßenwesen, die uns im Prinzip die Strecke genehmigt hat. Man wusste damals, wo, wann, was gebaut wurde. Und das zweite war die Polizei, die dann abgesegnet hat. Und da ging es eigentlich schon los. Das gleiche die Wertungsprüfungen. Man ist natürlich früher viel mehr auf Schotter gefahren, durch Wälder, was heute im Moment aufgrund des Umweltschutzes immer schwieriger wird. Man muss die ganzen Eigentümer der Strecken befragen und um Genehmigung bitten. Also alles in allem ist es schon heutzutage ein bisschen komplizierter geworden, was halt früher relativ einfach war. Und man muss natürlich auch eins sagen, dem Umweltschutz Rechnung zu tragen in der heutigen Zeit ist natürlich wichtig, klar. Was damals, ich sag mal, bei uns nicht ganz so war, man ist mit den Serviceautos einfach dem Tross hinterhergefahren, hat auf irgendwelchen Rastparkplätzen einen Service aufgebaut, hat die Fahrzeuge betankt, hat den Reifenwechsel gemacht, was man sich heute nicht mehr vorstellt. Da gibt's also dann diese Regrouping-Plätze, wo alles fein säuberlich mit Plan und so weiter abgedeckt ist. Das hatten wir also früher alles nicht. Ich bin ja als Berliner Verkehrspolizistin, das war schon recht ungewöhnlich, eine Frau bei der Berliner Verkehrspolizei und dann noch Rallye fahren, also durch die Gegend rasen und gleichzeitig andere Verkehrsteilnehmer anhalten, wenn sie zu schnell sind. Das war schon ja, umstritten, aber das hat mich nicht interessiert, weil ich konnte mich auf der Straße hier bei der Rallye austoben und auf der Straße bin ich ganz defensiv unterwegs gewesen. Und ja, mein Synonym war die schnellste Polizistin Berlins. 1990 war das Jahr des Aufbruchs und der Änderung. Das spürte auch die Rallye-Szene. 1990 war die bewegendste Zeit in der Rallye-Szene, wie überall. Die Wende, jeder hat sich neu orientiert. Es gab auf einmal Westgeld und dann ist die DDR-Meisterschaft so langsam ausgelaufen. Ich bin in der Klasse gefahren, wo die Werkswartburgs mit den Polomotoren 1300er Klasse unterwegs waren und bin mit meinen 10 Jahre alten Lada DDR-Vizemeisterin geworden. Volker Lampe, Tierarzt und Rallyefahrer.
Er fuhr 1977, 78 DDR-Meisterschaft in der Klasse 22. Volker fuhr bei der zweiten Rallye in Stadtroda als Co-Pilot bei Monika mit. Jetzt werden wir reaktiviert und zusammengeführt, versuchen erneut unser Glück. Ja, also ich habe gehört, du bist Volker. Ich bin Volker. Ja, und wir haben uns vorhin kennengelernt. Das Auto habe ich vorhin auch kennengelernt. Und jetzt werden wir sehen, ich bedanke mich bei dem Besitzer dieses schönen Autos und bei den Organisatoren hier bei der Rallye Stadtroda, dass sie uns diesen Spaß hier ermöglichen. Und ich hoffe, wir beide werden richtig Spaß haben. Dankeschön. Auf diesem Parkplatz hat 76 meine Motorsport begonnen mit einem Slalom, wie wir heute auch anfahren werden. Das ist reiner Zufall, genau auf diesem Platz. Hier haben unsere Kinder Autofahren gelernt, hier sind unsere Kinder Go-Kart gefahren. Auch Herr Armin Krämer, der gerade in Griechenland die WRC 2 Masters gewonnen hat, hat hier schon Runden gedreht auf dem Go-Kart. Auch Walter Rosenkranz, der seine Rennsportkarriere bereits 1967 begann, fuhr bei der zweiten Rallye mit und musste sich nur wenig vorbereiten. Also laut dem Bordbuch sind es wohl um die 130 Kilometer. Und das geht hier eigentlich rund um Stadtroda. Die ganzen Dörfer werden abgefahren. Heimspiel. Auf einer Retro-Rallye wie dieser darf auch der ehemalige jüngster Lizenzteilnehmer für den Automobil-Rallye-Sport in der DDR-Meisterschaft nicht fehlen. Andreas Zenker. Er war von 1973 bis 1986 Co-Pilot in diversen Fahrzeugklassen wie Trabant, Wartburg und Lada. 1977 war er der Sieger bei der Rallye Litauen auf einem Wartburg 353W für den MC Eisenach. Andreas hat an über 200 Rallyes in der DDR und den angrenzenden sozialistischen Ländern teilgenommen. So, das ist mein Original-Wettbewerbsfahrzeug aus der DDR-Meisterschaft. Dort bin ich 1973 war ich der jüngste Lizenzinhaber in der DDR-Meisterschaft. Habe meine sportliche Laufbahn begonnen beim MC Karl Zeiss Jena. Insofern ist das jetzt heute wieder ein Weg back to the roots, kann man sagen, weil mein Lehrmeister, was die Geschichte als Beifahrer, Co-Pilotenwissen betraf, kam aus Quirla, der Schneider Werner, mittlerweile leider schon verstorben. Und ich habe also dann viele Jahre als Co-Pilot in verschiedenen Autos zugebracht und habe dann 1984 selbst begonnen als Fahrer in diesem Auto. Das Auto ist Baujahr Original 1983, wird also nächstes Jahr 50 Jahre und entspricht, so wie es hier steht, dem Originalstand DDR-Meisterschaft 1989-90. Dann gab es ja keine mehr. Und ist nach meinem Wissen, und das ist eigentlich auch von vielen Seiten, wird mir das bestätigt, das letzte original erhaltene Wettbewerbsfahrzeug im Originalzustand, was jetzt noch fährt. Es gibt noch welche, die stehen im Museum, die fahren aber eben nicht mehr draußen. Und demzufolge haben wir dann natürlich diese Veranstaltung im vorigen Jahr schon wahrgenommen und in diesem Jahr wieder, um das Auto halt mal hier auszuführen. Ich selbst stamme aus Weimar, gebürtig, habe mittlerweile ein Unternehmen in Greiz und ja, bin mit dem Auto also über 50 Rallyes und Bergrennen gefahren. In der Zeit von 1984 bis 1990, da gab es noch einen letzten DDR-Meisterschaftslauf, das war die Rallye Wartburg in Eisenach. Und so wie das Auto da zurückkam, steht es jetzt hier und das sind auch noch unsere Bilder, Fahrer, Beifahrer, hinten rechts der Scheibe, alles noch original von damals.